Well, if you feel the wanderlust, just grab a car or hop a bus. In every town, there's excitement. Oh God. Ah, God. Wow, was ist denn hier los? Wow, Elvis geht voll ab hier bei Spring Fever, bei einem Outtake. Das alles erleben wir akustisch auf der FTD-Veröffentlichung Girl Happy Sessions. Um die soll es heute in meinem neuen Video gehen. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich nach dem Intro legen wir los. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Gerd von In Elvis Veritas, der internationale Kanal für Elvis-Fans in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, FTD hat schon vor Jahren begonnen, ganze Sessions von Elvis zu veröffentlichen. Das ist natürlich für viele Fans, die gerade Elvis im Studio erleben möchten, wie er ein Album aufnimmt, wie er Songs aufnimmt, ist das natürlich jeweils ein Hörgenuss. Und so hat jetzt FTD als letztes Produkt sozusagen eine Sessions-Box herausgebracht zu Girl Happy, also zum Soundtrack dieses Elvis-Films aus dem Jahr 1964. Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, denkt wie immer dran, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, tut das bitte jetzt. Über einen Gefällt mir freue ich mich auch und die Alarmglocke wird euch immer informieren. Vielen Dank. Ja, der Film Girl Happy hatte den, wie ich finde, etwas idiotischen deutschen Titel Kurvenlilly, also einfallsloser geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Andererseits war der Name gar nicht mal so falsch. Gut, werde ich später nochmal darauf zu sprechen kommen. Elvis hat diesen Film 1964 gedreht und vom 10. bis 15.06.1964 war er zu Gast im Radio Recorders Studio B in Hollywood, um den Soundtrack zu diesem neuen Film aufzunehmen. Interessant ist, der Nachfolgefilm, wir müssen das ein bisschen einordnen, der Nachfolgefilm war Tickle Me. Über Tickle Me habe ich ja bereits ein Video gemacht, ihr findet den Link dazu oben eingeblendet. Tickle Me hatte keinen eigenen Soundtrack, aber Tickle Me hatte eine neue Gesangsspur über einen Song, der zu dem Zeitpunkt von Elvis schon über 2 Jahre alt war. I Feel That I've Known You Forever. Und wer mein Video damals gesehen hat, ich habe mir damals die Mühe gemacht, die Gesangsspur von Elvis aus dem Tickle Me Soundtrack zu extrahieren, um mal zu vergleichen, wie hört sich da seine Stimme bei diesem Song an, 2 Jahre später aufgenommen. So ein Vergleich ist ja immer interessant. Jetzt hat aber FTD offiziell nachgeliefert, deshalb erwähne ich das jetzt, weil wir nämlich auf der Girl Happy Box auch diesen Take drauf haben. I Feel That I've Known You Forever mit der Gesangsspur von Elvis, die er im Oktober 64 aufgenommen hat. Das genaue Aufnahmedatum ist leider nicht bekannt. Es war irgendwann zwischen dem 6. und dem 11.10.64 im Rahmen der Dreharbeiten zu Tickle Me. Aber jetzt zurück zu Girl Happy. Bevor wir ein bisschen tiefer jetzt in den Soundtrack einsteigen und was uns die Box eigentlich liefert, möchte ich kurz noch ein paar Rahmenbedingungen euch dazu geben. Der Toningenieur war Dave Wichmann. Dave Wichmann hat mit Elvis bereits mehrere Soundtracks produziert, vorher bereits Fun in Acapulco zum Beispiel, aber auch noch danach. Er war also kein Unbekannter und er und Elvis waren sehr vertraut. Man hört es auch immer wieder bei den Takes hier, die wir auf der Box haben, wie die beiden miteinander umgehen. Das Ganze ist ein sehr freundschaftlich kollegialer Ton, möchte ich sagen, und man kennt sich und man schätzt sich. Die ganzen Aufnahmen wurden auf 3-Spur Masterbänder aufgenommen. Das war für die damalige Zeit eine übliche Praxis. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben noch im Mono-Zeitalter. Es gab zwar schon Stereo-LPs, auch Girl Happy erschien in einer Stereo-Version, aber in erster Linie der breite Markt kaufte sich diese Schallplatten in Mono. Ich habe auch den Original-Soundtrack in Mono in meinem Regal stehen. Natürlich habe ich ihn auch in Stereo. Und das ist wichtig zu wissen, denn die 3-Spur-Masterbänder lassen hier nicht viel Möglichkeit zu bei der Abmischung. Auf die Abmischung werde ich nämlich jetzt dann gleich zu sprechen kommen. Wir haben also aufgrund der begrenzten Spuren, der 3 Spuren, haben wir einmal die Band, die wir meistens überwiegend links finden. Elvis' Stimme haben wir zentral in die Mitte gemastert. Und die Jordanaires finden wir auf rechts, auf dem rechten Kanal. Über Kopfhörer kann man das alles sehr gut hören. Übrigens das Mastering und der Sound, das möchte ich gleich mal vorwegnehmen, ist
brillant. Also man hat die Girl Happy Songs noch nie in so einer Tonqualität gehört. Also Hut ab, was FTD hier auf den Mic gebracht hat. Das ist wirklich allererste Sahne. Wenn man über Kopfhörer genau hinhört, dann stellt man manchmal fest, wenn der Ingenieur das Mikro von Elvis zumacht, weil zum Beispiel ein Instrumentalsolo ist, ja, dann ist eben die Musik sehr stark auf links fokussiert, auf den linken Kanal. Das klingt manchmal nicht so schön, vor allem bei einer Stereoabmischung. Beim Mono entsteht dieses Problem natürlich überhaupt nicht, aber wir haben es hier mit der FTD-Box natürlich mit reinen Stereoabmischungen zu tun. Ich komme gleich mal zu Problemen und zu Highlights dieser Veröffentlichung. Fangen wir mal mit den Problemen an. Die erste Frage bei einer Sessions-Veröffentlichung ist natürlich immer, ist sie komplett? Nein, ist sie nicht. Ganz klar. Es fehlen etliche Dinge. Die Songs sind zwar alle drauf, keine Frage. Wir haben auch von den Songs, die Elvis im Studio mit der Band gemeinsam aufgenommen hat, ich werde später noch darauf zu sprechen kommen, was es noch gab, da haben wir alle Takes, das ist vollständig, keine Frage. Aber was uns zum Beispiel fehlt, ist von Spring Fever. Wer die Szene aus dem Film kennt, da singt Elvis, begleitet von den Jordanaires. Und dann haben wir Frauenstimmen. Im Film sind es natürlich die Hauptdarstellerinnen, die man sieht, aber die hört man natürlich nicht, denn die Sängerinnen, die dort singen, sind die Carol Lombardi Singers, die extra für diesen Song und auch noch für weitere Songs im Studio waren und die auch diesen Part von Spring Fever aufgenommen haben, der leider auf dieser Box nicht drauf ist. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich. Spring fever, spring is here at last. Spring fever, my heart's beating fast. Es fehlen die Movie-Versionen des Films, die hätte ich mir persönlich gewünscht. Es fehlen die Instrumentalversionen von Wolf Call, Do the Clam, Starting Tonight. Ja, wer natürlich fehlt, ist auch Nita Talbot. Nita Talbot hatte ja in dem Film einen, wie ich finde, grandiosen Auftritt mit einer tollen Burlesque-Nummer. Auch etwas freizügig für die damaligen Verhältnisse. Und sie sang den Song I've Got News for You. Sie sang ihn einmal alleine und einmal gemeinsam mit Shelley Fabares, wo Shelley dann sozusagen Elvis dazu bringen will, dass er besser auf sie aufpasst. Ein großer Schwachpunkt ist auch bei Wolf Call. Bei Wolf Call ist es so, er ist ja einer von den 2 Sünden, sage ich jetzt mal, die bei diesem Soundtrack begangen wurden. Mit Sünden meine ich, dass die Songs künstlich in der Geschwindigkeit erhöht wurden. Das haben wir bei Girl Happy und das haben wir bei Wolf Call. Und während wir bei Girl Happy ja in den Session Outtakes auch den Master in der normalen Geschwindigkeit haben, was übrigens sich wunderschön anhört, für mich völlig unbegreiflich, warum man dieses Speed-Up gemacht hat, ist es bei Wolf Call anders. Bei Wolf Call haben wir tatsächlich nur die Upspeed-Version. Das Problem daran ist, ich habe es versucht künstlich zu verlangsamen, damit man einen Eindruck bekommt, wie sich Wolf Call eigentlich wirklich angehört hat bei der echten Aufnahme. Aber das Problem ist, dass wir hier nur quasi den Master vorliegen haben und der Background-Gesang, der wurde nachträglich zu der Speed-Up-Version aufgenommen. Das heißt, wenn man das verlangsamt, dann werden die Stimmen der Background-Sänger automatisch zu langsam und die Stimmen klingen sehr, sehr tief. Das hört sich nicht gut an und so haben wir leider keine Möglichkeit, uns eine anständige Fassung von Wolf Call anzuhören in der richtigen Geschwindigkeit. Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, man hätte hier den Roh-Take rein, bevor er bearbeitet wurde und hätte uns den gegeben. Leider hat man das nicht getan. Ein kleiner Schwachpunkt, wie ich finde. Kommen wir zu den Highlights des Sets. Zweifellos Highlights für mich sind die Instrumentalversionen. Man muss wissen, dass Elvis im Studio nicht alle Songs gemeinsam mit den Musikern und mit den Background-Sängern aufgenommen hat. Es waren etliche Songs dabei, die also tatsächlich er nur später seinen Gesangspart drüber gespielt hat, den Musikern das Geschäft sozusagen alleine im Studio hinterlassen. Übrigens eine Praxis, die nach Girl Happy noch viel häufiger kam. Man wollte Geld sparen und die Soundtracks, deswegen habe ich auch mein Video heute so genannt, der letzte Quality Soundtrack. Ich werde später auch hier eine Antwort euch geben natürlich. In den nachfolgenden Soundtracks wurde das noch viel mehr praktiziert, das heißt Elvis sang oft wirklich nur noch drüber über die fertigen Takes. Mit Studioarbeit hat das eigentlich wenig zu tun und auch hier sind einige Songs dabei, wo das so ist.
Ein weiteres Highlight sind die sogenannten Lacquers of Unedited Masters. Nun, was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, Lacquers of Unedited Masters bedeutet, wenn eine Schallplatte hergestellt wird, dann muss eine Matrize sozusagen gemacht werden, ein Rolling. Von diesem Rolling macht man einen Stempel und dieser Stempel wird dann zur Massenproduktion der LPs eingesetzt. Das heißt, diese Lacquers, Lack, von Lack kommt das, lackierte Scheiben, diese Lacquers, die sind so nah am Original, am Masterband, wie es eigentlich nur irgendwie geht. Nachteil ist, man kann die nur sehr, sehr wenig einsetzen. Sie verlieren wahnsinnig schnell an Qualität und man hört auch hier auf der Box, so reizvoll das ist, diese Lacquers of Unedited Masters hier drauf zu geben, aber in der Tonqualität kommen sie tatsächlich an die Masterbänder nicht heran, das hört man relativ deutlich. Trotzdem ist es eine schöne Beigabe von FTD, ich finde die Idee hervorragend, weil wir hier auch immer dieses Tack, Tschak, Tschak, Tschak mit drin haben, dieses Einzählen, das ja wichtig ist dann für den Zeitpunkt, ab dem dann praktisch die LP, die eigentliche LP beginnt. So gesehen ist das eine interessante Sache mit diesen Lacquers of Unedited Masters und hier haben wir einige drauf. Und natürlich, dass wir I Feel That I've Known You Forever endlich bekommen haben in der 64er Version, wobei wie gesagt nur Elvis Stimme von 64 ist und auch nur in einer Mono-Einspur sozusagen von ihm relativ schnell aufgenommen wurde. Das ist natürlich schon ein Highlight, vor allem deshalb, weil wer sich ein bisschen mit Elvis Musik und seiner Stimme befasst von euch, der weiß ja, dass sich seine Stimme im Laufe der Zeit oft sehr frappierend verändert hat, gerade auch in den 60er Jahren. Wenn wir uns zum Beispiel Songs aus, ich sag mal, Paradise Hawaiian Style anhören oder Frankie and Johnny, wo seine Stimme sehr, sehr satt klingt, er übrigens auch an Körpergewicht ordentlich zugelegt hatte, das eine bedingt das andere. So ist es interessant, wenn man I Feel That I've Known You Forever, ein Song aus den frühen 60ern, wo Elvis Stimme meiner Meinung nach ihren absolut besten Grad erreicht hatte, 2 Jahre später hört, dann muss ich sagen, es ist erstaunlich, diese Fassung fällt der Ursprungsfassung gegenüber kaum ab. Also Elvis war auch 64 noch in der Lage, den Song so zu singen, wie er sich 1962 angehört hat. Und das ist eigentlich sehr für mich erstaunlich, aber natürlich auch erfreulich. Ja, kommen wir zum Inhalt der 3 CDs. Die CD 1 bringt uns die 11 Filmsongs. Dann haben wir noch einmal 7 Lacquers of Unedited Masters, sehr interessant. Und wir bekommen noch 4 Instrumentalversionen. Bei der CD 2, gebe ich zu, braucht man etwas Geduld, wenn man sie durchhört, denn 11 Takes von Puppet on a String erfordert schon ein bisschen, ich will den Song nicht schlecht machen, aber 11 Takes hintereinander, das erfordert schon ein bisschen Geduld für die Ohren, wie auch für das Sitzfleisch. Wir werden danach etwas aufgelockert durch The Meanest Girl in Town, für mich einer der besten Songs auf dem ganzen Soundtrack. 13 Takes bekommen wir von dem Song. Elvis verhaspelt sich immer mal wieder, aber er zieht das Ganze durch und die Fassung wird eigentlich von Take zu Take besser. Danach geht es weiter mit 13 Takes von Girl Happy. Und bei Girl Happy ist es so, dass wir bis zum einschließlich Take 5 tatsächlich eine sehr gemütliche, langsame Version haben. Ab Take 6 wird das Tempo deutlich angezogen. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man diesen Song nochmal abgespeedet hat. Man hat nur Elvis Stimme nach oben gedrückt, sie klingt unnatürlich und noch schlimmer ist das Ganze, wenn man sich auf der DVD ansieht. Ich habe mir den Film zur Vorbereitung auf das Video natürlich auch nochmal angesehen und ich muss sagen, es kommt ja noch hinzu, dass durch die amerikanischen Filme, wenn die also auf deutscher DVD gepresst werden, dann haben wir ja, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, das amerikanische Fernsehverfahren ist ja NTSC und wir haben PAL. Und die Bildfrequenz stimmt nicht überein. Das heißt, ein amerikanischer Film, der auf eine deutsche DVD gebrannt wird, läuft immer zu schnell bei uns. Wenn also jetzt Girl Happy künstlich abgespeedet wurde, dann haben wir es auf der DVD nochmal schneller und es klingt einfach nur fürchterlich. Ich habe es mir gestern wieder gedacht. Ja, also gut, das ist jetzt natürlich eine Besonderheit auch des PAL-Systems. In Amerika ist es nicht ganz so frappierend, aber es ist einfach nicht gut. Anders ist es übrigens bei der Blu-ray. Da gibt es diesen Unterschied nicht und da haben wir auch immer das ist ab mit 11 Takes von Cross My Heart and Hope to Die. Ein Song, den ich immer mochte und zwar
ganz besonders wegen einer Stelle. Es wird ein Kontrabass eingesetzt und man hört das Schnarren der Bassseite am Anfang. Das ist hier bei fast allen Takes der Fall und ich finde das schön, weil das ist ja kein Störgeräusch, sondern das ist einfach Natur, wenn ich mit einem Kontrabass spiele. Ja, man hat ja in den 50er Jahren bei Elvis Rockabilly Aufnahmen bewusst den Kontrabass als Schlagzeug eingesetzt. Man hat die Saiten so stark angezupft, dass also das Aufschlagen der Saite auf das Holz sozusagen den Rhythmus mitmacht. Ganz so gravierend ist es hier nicht, aber wir hören das auch. Kommen wir zur CD 3. Wir erleben nicht weniger als 24 Takes von Spring Fever und 36 Takes von Do Not Disturb. Bei Do Not Disturb ist auch wieder für Musikfreunde sehr, sehr interessant. Elvis kommt in diesen Song überhaupt nicht rein, aber keiner hilft ihm. Er war offenbar auch nicht gut vorbereitet auf diesen Song. Er wartet immer darauf, dass 8 Takte Einleitung kommen und setzt einfach immer viel zu spät ein. Erst ab Take 9 schafft Elvis zum ersten Mal den richtigen Einsatz. Dave Wichmann sagt vorher noch, you feel 8 bar, also du spürst 8 Takte Einleitung und Elvis sagt dann später, es sind 4 Takte Einleitung, nur was ja auch stimmt. 4 bar intro, right? 2005, take 9. Take the phone off the hook. Hook. God damn. Ja, soweit der Inhalt der CDs. Ja, komme ich zu meinem Fazit, liebe Freunde. Eine tolle Veröffentlichung von FTD. Wer also Session-Aufnahmen gerne mag, das ist ja nun wirklich nicht jedermanns Sache, aber wer das gerne mag, wird hier mit Sicherheit nicht falsch liegen. Die Qualität ist superb, Tonqualität ist absolut überragend. Und wir bekommen auch viele interessante Eindrücke. Und jetzt zur eigentlichen Frage, letzter Quality-Soundtrack. Ich habe das darauf bezogen, mit Quality meinte ich, wie viel Mühe steckt in der Produktion eigentlich drin. Es geht jetzt nicht um die besten Songs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nach Girl Happy rapide abgenommen. Wie gesagt, danach kam Tickle Me mit gar keinem eigenen Soundtrack, dann kam Harum Scarum, ja, müssen wir nicht drüber reden, da wird es dann deutlich schwächer und so setzt sich das fort. So gesehen ist also Girl Happy schon, wie ich finde, noch einer der letzten Quality Soundtracks, die Elvis abgeliefert hat, auch was seine Leistung im Studio betrifft. Aber ihr könnt es natürlich gerne anders sehen, schreibt wie immer in die Kommentare rein, wie ihr den Girl Happy Soundtrack beurteilt. Ich sag ganz ehrlich, ich habe ihn eigentlich immer gemocht. Ich bin jetzt nicht so der Soundtrack-Fan von Elvis, er hat viel bessere Dinge gemacht als seine Soundtracks, aber ich fand von diesen Mid-60s-Filmen, die ja alle mehr oder minder gleich sind, war Girl Happy immer ein sehr erfrischender Soundtrack. Die Songs sind etwas rockig, das geht gut ab und der Film ist auch ganz lustig. Man darf ja hier wirklich keine großen Ansprüche stellen, tut aber auch keiner. Und wie gesagt, gibt ein gutes Gesamtbild, ein typischer Elvis-Film eben, aber mit Sicherheit auch kein schlechter. Es gibt also noch viel, viel schlechtere Filme. So viel zu Girl Happy. Ja, Dankeschön, toll, dass ihr wieder mit dabei wart, auch heute. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Bleibt gesund, ich war krank die Woche gewesen, mit Mühe und Not jetzt am letzten Tag konnte ich das Video dann trotzdem machen. Bleibt also gesund, ciao und servus, long live the King.